115.000 Euro verdient jeder Landwirt im Durchschnitt in Deutschland, der vollerwerbstätig ist. Diese Zahl geistert momentan durch die Medien und wir wollen uns in diesem Video einfach mal angucken, wie viel Wahrheit steckt in dieser Zahl, was bedeutet diese Zahl überhaupt, wie ist das Ganze zu interpretieren, wie sieht das über die Statistik, über die ganzen Jahre aus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein erstes Video 2024. Und die ganze Thematik ist riesig und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, denn momentan kann man in jeder kleinen Zahl, in jeder Landwirtschaft, wo irgendwo was genannt wird, kann man irgendwas berichten und erschreckend ist dabei, wie wenig fachlich in den sozialen Medien argumentiert ist und mit wie viel Halbwissen in den Medien diskutiert wird. Da werden Bruttoeinkommen von Betrieben vermischt mit Brutto-Privateinkommen. Es geht völlig durcheinander. Aber fangen wir einfach mal völlig von vorne an. Warum geht's los? Worum geht's hier eigentlich in der ganzen Debatte? Warum ist dieser Stein so dermaßen ins Rollen gekommen? Und zwar ging es im Dezember darum, dass die Agrardieselsteuern für die Landwirtschaft erhöht werden sollten. Denn ja, es handelt sich dabei um eine Steuererhöhung für die Landwirtschaft. Denn wenn man das Ganze mal grundlegend betrachtet, bekam die Landwirtschaft eine Steuervergünstigung auf Diesel, weil man festgestellt hat, wenn wir so viel Steuern erheben auf unseren Diesel, dann ist das ja ungerecht denen gegenüber, die in Konkurrenz mit dem Ausland stehen. So wie die Landwirtschaft, die handeln nämlich nicht mehr an dem kleinen Markt wie früher, sondern wir handeln am Weltmarkt. Könnt ihr gerne mal reingucken, Mativ heißt das Ganze, wenn ihr wissen wollt, wie hoch ist der aktuelle Weizenpreis, gebt bei Google Mativ Weizen ein und da seht ihr den aktuellen Preis. So wird heutzutage, werden Güter gehandelt. Die werden nicht mehr am Markt gehandelt, beim Kunden direkt, sondern tatsächlich, also ich rede hier vom tatsächlich dem physischen Markt, wo jemand steht und seine Ware anbietet, sondern die werden tatsächlich am Weltmarkt, an der Mativ gehandelt. Und da ging man hin und hat gesagt, okay, wir reduzieren diesen Steuersatz auf ein normales Niveau und das hat bis jetzt funktioniert und das sollte gestrichen werden. Ja, und viele Leute haben dann direkt Angst, okay, oh Gott, unsere Steuergelder, jetzt gehen sie wieder woanders hin. Die Landwirte, die kriegen noch so viel Steuergelder. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Das sind unsere eigenen Steuergelder. Wie funktioniert das Ganze? Wir kaufen den Diesel ein, wie jeder Normale auch, entweder an der Tankstelle oder wir haben eine Hoftankstelle. Und da kaufen wir den auch ein, brutto wie ihr auch. Das heißt, wir bekommen den manchmal 1, 2, 3, 4, 5 Cent billiger, weil wir in großen Mengen abnehmen. Aber mehr ist es in der Regel nicht. Und ein Jahr später, nachdem wir das Ganze verbraucht haben, können wir einen Antrag auf sozusagen auf die Steuerzurückzahlung stellen. Das müssen wir nachweisen mit unserem Betrieb, wie viel Fläche wir bewirtschaften, mit den ganzen Rechnungen, die wir haben, mit den Belegen und. Und letztendlich wird sich das dann noch angeguckt und dann wird geguckt, ist die Zahl plausibel oder nicht. So, das zum Thema Dieselbesteuerung. Das heißt, wir bekommen unser eigenes Steuergeld wieder. Thema Kfz-Steuerbefreiung, da ist es ja ursprünglich so, jeder, der am Verkehr teilnimmt, der sollte ja ursprünglich Kfz-Steuer bezahlen, so war der große Gedanke. Landwirtschaft wurde aber dann befreit, weil man sich gedacht hat, naja, die fahren ja eigentlich die ganze Zeit immer auf den Flächen umher. Ganz einfach dargestellt, die Thematik ist eigentlich riesig und jeder kleine Teil hat eigentlich, muss man eigentlich umfangreich erklären und das ist eine ganz einfache Darstellung. Wer das ins Detail wissen will, der muss das wirklich auch selber nachlesen oder entsprechende Seiten füllen. Aber das soll erstmal das ganze Große anreißen. So, und das Hauptproblem, glaube ich, bei dem Ganzen ist letztendlich, das hat eigentlich bloß den Stein ins Rollen gebracht. Seit Jahren schluckt die Landwirtschaft gefühlt jede Pille. Diese Auflage müssen wir noch machen, diese Auflage müssen wir noch machen. Und man redet sich selber ein, dann wird es besser. Und ja, dann haben wir erstmal genug. Und das größte Problem dabei ist die Planungssicherheit, die wir einfach nicht haben. Das heißt, es werden Dinge beschlossen, ja, und ein Jahr später werden dann aber wieder ganz andere Dinge beschlossen. Bestes Beispiel sind die roten Gebiete, die Düngeverordnung, wie schnell die überarbeitet wurde. Man konnte sich im Prinzip gar nicht richtig drauf einstellen. Das nächste Beispiel, die Agrarförderung, die GAP, waren bis zu Ende gar nicht ausformuliert, bis sie in Kraft traten. Das heißt, niemand wusste so recht, muss ich Stilllegung machen? Wie viel denn nun? Wie ist das mit der Entschädigung? Was gibt es Förderprogramme? Was ist der Grundsatz, den man noch überhaupt dafür bekommt, für die Direktzahlung für seine Flächen? Und so zieht sich das Ganze letztendlich bis zum heutigen Tag durch. Der Bürokratieaufwand steigt.
das, was am Ende übrig bleibt, ist immer weniger, beziehungsweise stagniert seit Jahren, inflationsbereinigt, sieht das Ganze gar nicht gut aus. Das gucken wir uns nachher nochmal in Zahlen an. Und das bringt die Leute letztendlich auf die Palme. Und da sind viele Landwirte der Meinung, da muss sich da was ändern. Ich bin auch der Meinung, da muss sich was ändern. Man macht überall Sparmaßnahmen im Betrieb. Bestes Beispiel auf meinem Betrieb. Ich versuche das Ganze auf Striptill umzustellen, auf Direktsaat. Sag mir, okay, du sparst Diesel, du versuchst dies zu überlegen und das zu überlegen. So, jetzt habe ich geschafft, in den letzten 3-4 Jahren pro Jahr ungefähr 20.000, 30.000 Liter Diesel zu sparen pro Jahr. Diese Ersparnis waren aber ursprünglich gedacht, um was ganz anderes zu kompensieren, ja. Jetzt durch die Direktzahlung fallen auf meinen Betrieb ungefähr 80.000 Euro pro Jahr weg. So, das hatte man ja im Vorfeld kommen sehen. Das heißt, ich habe im Vorfeld ja gewissermaßen Sparmaßnahmen eingeleitet, um Dinge zu kompensieren. Ja, also das Ganze war ursprünglich anders gedacht. Jetzt geht es aber dann wieder weiter. Jetzt haben wir ja, ich habe ja nach wie vor noch einen Verbrauch ungefähr von 60.000 Liter Diesel pro Jahr, letztmalig für 950 Hektar, also 65.000 Liter und dieses Jahr nur noch 600 Hektar Acker. Also das geht zwar runter, aber trotzdem bleibt ja der Satz an Diesel, den ich da verbrauche, der bleibt ja irgendwo pro Hektar gleich. Das heißt, es fehlen dann 13.000, 14.000, 15.000 Euro. Jetzt habe ich aber über die letzten Jahre relativ viele Sparmaßnahmen gemacht, habe nochmal eine Maschine reduziert, habe dies, das, jenes gemacht. Und irgendwann ist man dann auch so an seinem Limit erreicht, denn neben den ganzen Sparmaßnahmen muss man ja trotzdem investieren, um zukunftssicher zu sein. Denn die Gesellschaft, der Verbraucher und auch der Landwirt fordert ja gleichzeitig, okay, wir müssen aber auch in Sachen Pflanzenschutz müssen wir besser werden, wir müssen bei der Düngung besser werden, wir müssen effizienter werden, wir brauchen Maschinen, die vielleicht noch besser Diesel sparen können. Und irgendwann haben wir es ausgereizt und irgendwann ist der Verdienst auch nicht mehr da, dass man sagen kann, okay, da können wir wieder in die Zukunft investieren, da geht das wieder weiter. Weil wir haben momentan als Landwirte den Blick für die Zukunft verloren, weil wir nicht mehr wissen, was ist in 3, 4, 5 Jahren. Ja, versteht mich nicht falsch. Landwirtschaft ist ein toller Beruf und ich liebe den ohne Ende. Aber ich wünsche mir für meinen Sohn beispielsweise, dass der kein Landwirt wird. Weil das Ganze soll er hier einfach nicht mehr mitmachen. Ich liebe diesen Beruf einfach, weil man jeden Tag auf die Flächen gehen kann. Man sieht, was man geschaffen hat. Aber die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft sind seit Jahren nicht besser geworden. Im Gegenteil, die Zeichen stehen auf Sturm. Überall. Man konkurriert nicht nur noch mit höherer Bürokratie, sondern man hat letztendlich auch höheren Druck von Investoren. Investoren, die auch Preistreibereien für Pacht, für Land machen. Und in der Zwischenzeit ist man nicht mal mehr in der Lage, als wie ich in einem Familienbetrieb, Land zu kaufen für die Zukunft oder vielleicht Land zu sichern, weil ein Verpächter wegstirbt, der wird es verkaufen. Man ist dazu nicht mehr in der Lage, denn man muss dazu auch folgende Punkte wissen. Wenn man Land kauft, kann dies nicht abgeschrieben werden. Das heißt, man kann zwar die Zinsen vollumfänglich vom Betrieb absetzen, beziehungsweise von den Kosten absetzen. Aber die Tilgung muss aus versteuertem Geld bezahlt werden. Und das macht es umso schwieriger, weil dort muss man letztendlich sagen, verdienen aktuell, wenn man nur ganz einfach rechnet, bei mir ungefähr geht das Land für 30.000 Euro pro Hektar weg. Also ich weiß, das ist noch relativ günstig in Deutschland. 30.000 Euro pro Hektar bei 3%, 3,5% Zinsen, die wir da haben. Sind das mal gut 900 bis 1.000 Euro Zinsen im Jahr für diese Fläche. Und ich muss auch sagen, ich mache mit einigen Kulturen nicht mal so viel Umsatz pro Hektar. Ja, also bei Weitem müsste ich ja mindestens schon mal 1.000 Euro nur für den Zins erwirtschaften können. Und das kann ich einfach momentan nicht. Und das können auch viele Berufskollegen momentan nicht mehr. Das heißt, wir können unsere Landwirtschaft nicht mehr für die Zukunft einstellen. Wir können keine neuen Ställe mehr bauen. Und das schaffen nur noch Großinvestoren. Und das schaffen nur noch die größten der Betriebe. Denn die haben über viele Jahre Land angehäuft, haben es abbezahlt und. Wie sie es gemacht haben und den Werdegang, und es gibt viele gute Landwirtschaftsbetriebe, die haben vieles richtig gemacht, aber man muss auch verstehen, eine Branche sollte auch die Chance für neue Leute geben, für junge Leute, und die ist in der Landwirtschaft überhaupt nicht mehr gegeben. Kein junger Mensch kann noch anfangen und kann sagen, okay, ich möchte Landwirt werden, ich möchte das mit dem Pachten machen, ich möchte Land kaufen, das funktioniert nicht mehr, ist absolut unrentabel, unwirtschaftlich. Gucken wir uns doch mal das Ganze über die Zahlen
über die letzten Jahre an. Und da habe ich 2 interessante Seiten eigentlich für euch. Und zwar könnt ihr da gerne mal gucken. Daten- und Fakten Statistisches Bundesamt. Hier einmal der Factsheet, schicke ich euch in den Link unten drunter. Und hier einmal eine Auswertung vom Thünen-Institut. Und ein großes Thema, und das reißen wir noch kurz an, bevor wir eigentlich im Prinzip zu dem Hauptthema kommen. Ein großes Thema sind die Subventionen. Und glaubt mir, kein Landwirt will die freiwillig haben. Dann, also dieses Genörgle über Subventionen und eure Steuergelder, und das will keiner haben. Ja, also als Landwirt sofort. Aber unterm Strich muss man auch sagen, für den Konsumenten sichert das niedrige Nahrungsmittel und Nahrungsmittel aus dem eigenen Land. Denn ursprünglich wurden die mal eingeführt, weil man auch da gesehen hat, okay, die Produktionskosten von unseren Landwirten in unserem Land sind ja viel höher als die aus Argentinien, Chile oder anderen Ländern. Das heißt, die brauchen gewissermaßen eine Unterstützung. Ja? Über die Jahre wurde die Stützung dann immer mehr mit Bedingungen geknüpft. Ja, okay, ihr kriegt das Geld noch, aber ihr müsst die und die Auflage noch erfüllen. Ja, ihr kriegt das Geld noch, aber ihr müsst die und die Auflage erfüllen. Und die Unterstützung ist über Jahre gesunken. Und was man auch in den Zahlen aus dem letzten Jahr noch sieht, das war im Prinzip noch die alte Stützung, jetzt ist es die neue Stützung, da geht nochmal erheblich Geld in den neuen Abschlüssen bei den Landwirtschaftsbetrieben runter. Das heißt, man guckt ja immer in die Vergangenheit, wenn man sich Abschlüsse anguckt oder wenn man sich Zahlen aus der Vergangenheit anguckt. Und wir Landwirte als Unternehmer sollten eigentlich immer nach vorne gucken. Das heißt, wir gucken ja nicht nach hinten und sagen, ist alles gut, wir hatten ein gutes Jahr dabei. Was wollen wir? Wir lehnen uns jetzt nach hinten. Nee, wir haben eigentlich immer den Blick nach vorne und gucken, wie sieht das nach vorne aus. Und wir wissen ja aktuell, wie die Bedingungen sind. Wir haben bei den Verkaufspreisen das Vorkriegsniveau. Wir haben Landtechnik, ist utopisch gestiegen. Wir haben höhere Lohnkosten. Es steigt ja alles in den Kosten. Nur bei unseren Gütern sind wir beim Vorkriegsniveau angekommen. Das heißt, in Zukunft sieht es nicht wirklich rosig aus. So, und dann gehen wir auch auf jeden Fall mal rein und gucken uns das an, was wir hier mal sehen. Und hier haben wir zum Beispiel Gewinn und Einkommensentwicklung im Haupterwerb über die letzten Wirtschaftsjahre. Und zwar 2010, 2011 bis 2020 bis 2021. Und hier seht ihr, wie Zahlen zu interpretieren sind und was man eigentlich sagen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, und was auch gerne die Medien machen, ja, wenn man sich das übrigens anguckt hier, das ist der Gewinn pro Betrieb. Gewinn pro Betrieb, vor Steuer. Das heißt, davon werden noch Steuern bezahlt. Und dann muss ja, weil die meisten Unternehmen sind Einzelunternehmen in Deutschland, könnt ihr ganz einfach auch diesem Bericht entnehmen. Könnt ihr ganz einfach den Bericht entnehmen hier. 256.000 Betriebe, natürliche Personen. Und 228.000 davon sind Einzelunternehmen. Das heißt, der Gewinn ist zu versteuern und dann kann man sich erst, beziehungsweise man wird als eine Person betrachtet von Unternehmer, beziehungsweise von Unternehmen und Unternehmer. Man ist eine Person. Das ist nicht wie bei einer GmbH zum Beispiel, wo man sich monatlich Löhne auszahlt. Das Ganze geht von den Kosten runter. Und dann gibt es einen Teil, das hat die Person bekommen, das ganze Jahr schon über. Und das ist der Jahresabschluss. Und im Jahresabschluss weiß man, alles klar, das ist für das Unternehmen. Und alle, die daran beteiligt waren, die haben ihr Geld schon bekommen. Das ist in einem Einzelunternehmen völlig anders. In einem Einzelunternehmen ist so, alles klar, man hat die Löhne bezahlt, wenn man Mitarbeiter hat, das ging davon runter. Aber wenn ich der Unternehmer bin, mir gehört das Unternehmen, dann werde ich als eins betrachtet. Ja, und am Ende wird sich angeguckt, okay, du eine Person, du hast so und so viel Geld verdient. Ob ich das jetzt vorher entnommen habe oder nicht, da macht das Finanzamt gar keinen Unterschied. Ich muss es versteuern und daraus kann ich sozusagen meinen Teil vom Leben ziehen und muss dann noch Krankenkasse und Altersvorsorge auch noch unter anderem leisten. Also deswegen können wir ja auch entsprechend von Einzelunternehmen ausgehen. Und was man auch hier sieht, ist total krass eigentlich, wie viel Landwirtschaftsbetriebe wir in den letzten 10 Jahren verloren haben. Das sind knapp 40.000 Landwirtschaftsbetriebe, die weggegangen sind. Und wenn wir uns das mal über die letzten Jahre angucken, dann waren wir 2000 fast bei 500.000 Betrieben.
Und jetzt sind wir nur noch bei diesen, wie gesagt, 250.000 ungefähr. Man spricht aktuell in den Medien von 245.000, 250.000. Ganz genaue Zahlen, aktuelle Zahlen ist immer schwierig. Auch die Zahl ist ja hier von 2020. Das heißt, jedes Jahr verschwinden ungefähr 5.000 Betriebe. Und die Hälfte davon sind im Vollerwerb tätig. Das heißt, für die andere Hälfte, die 130.000, reicht es nicht mal für das Volleinkommen. Das heißt, die müssen noch dazu arbeiten. So, das wollte ich euch einmal ganz gerne zeigen. Und hier seht ihr das Durchschnittsgehalt, die 115.000 Euro, die gehen momentan durch die Medien. Tatsächlich ist der reale Durchschnitt deutlich, deutlich geringer über die letzten Jahre. Denn als Unternehmer muss man den Durchschnitt über die nächsten Jahre sehen. Denn was ist, wenn ich eine Dürre habe? Was ist, wenn ich Hochwasser habe? Wenn ich höheren Schaden habe, mir brennt ein Mähdrescher ab, Versicherung greift nicht eventuell. Das heißt, ich muss auch von dem Geld, was ich hier habe, Rücklagen bilden. Und von dem Geld, was ihr hier seht, kommt nochmal die Tilgung runter, wenn ich Land gekauft habe. Das wird oftmals nicht berücksichtigt. Und deswegen gibt es da noch einen besseren Indikator für das tatsächliche Einkommen der Landwirte. Und zwar Einkommensentwicklung je nicht entlohnter Arbeitskraft. Das heißt, eine Familienarbeitskraft. Oftmals wird eine Landwirtschaft von einem Inhaber, einem Mitgehörigen betrieben und der wird nicht oft oder wird selten oder nicht immer als Arbeitskraft abgerechnet, sondern gehört einfach zum Unternehmen und wird darüber mit abgerechnet. Und deswegen ist es manchmal sehr schwer zu sagen, die Zahlen, die wir eben gesehen haben, ja, wie viel leben denn davon? Wenn einer davon lebt, sieht das ja noch ganz gut aus. Wenn 2 davon leben, sehen die Zahlen schon deutlich schlechter aus. Und deswegen gibt es dieses je nicht entlohnte Arbeitskraft. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, 21, 22 haben wir hier 25.000 Euro verdient, 55.000 Euro pro Person. Real, nach Inflation sind es 45.000. Wenn wir können ja, ihr vergleicht das immer gern mit euren realen Zahlen. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Landwirt 200 Stunden arbeitet im Monat, und das ist sehr, sehr untertrieben, Leute, die Grauzone es wird ja nie richtig erfasst, wie viel arbeitet wirklich ein Landwirt, weil wir müssen keine Rechenschaft ablegen. Ich komme nicht selten über 300 Stunden. Klar, im Winter ist es weniger, aber unter 150, 200 sind es dann auch nicht. Man hat Bürokratie, man hat dies, man hat das, jenes. Also 200 Stunden, glaube ich, ist sehr, sehr realistisch. Laut Statistik sind die Landwirte, glaube ich, bei knapp 47 Stunden, was auch ganz nah an den 200 Stunden dran ist. Aber da werden alle mit dazu gezählt. Nicht nur die Selbstständigen, sondern alle. Hier reden wir ja nur von denen der Laden im Prinzip gehört. Das heißt, wir haben 2400 Stunden im Jahr. Und wir haben hier 55.960 Euro durch 2400 haben wir gerade gesagt, 2400 Stunden, kommen wir auf ein Bruttogehalt von 23,31 Euro. Jetzt ist aber der ganz große Unterschied, wir müssen erst daraus netto machen, das heißt, wir müssen es erst versteuern und dann zahlen wir Krankenkasse und Altersvorsorge. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist nicht nur bei der Landwirtschaft so, sondern bei jedem Einzelunternehmen, der das hat. Das heißt, das kann man nicht kostengeltend machen. Es gibt Varianten, um einen Teil anzurechnen, aber im Groben ist das so. Also 23,31 Euro. Wir müssen jetzt aber berücksichtigen, dass bei diesen knapp 56.000 Euro wir noch Land bezahlen müssen. Also wir müssen davon Steuern bezahlen, wir müssen davon auch noch das Land bezahlen und wir müssen davon noch eine Reserve bilden. Das heißt, wie viel dem Landwirt real nachher zum Leben bleibt, ist nochmal deutlich weniger, als wir da sehen. Aber das müssen wir ja individuell, müsste das jeder Betrieb ja für sich berechnen. Es gibt keinen richtigen Prozentsatz, wie viel davon noch runtergeht im Durchschnitt. Aber man weiß, dass pro Hektar landwirtschaftliche Fläche der Landwirt ungefähr mit 2.800 Euro in der Kreide steht, Schulden hat. Das heißt, ein 100-Hektar-Betrieb hat 280.000 Euro Schulden im Durchschnitt der Betriebe. Ja, also das ist ein tatsächlich besserer Indikator als die Verteilung der Gewinne über die Firma. Und da sieht man, dass 21, 22, das ist da war das Ganze so ein bisschen Corona getrieben, die Preise. Da sind sie vom Krieg zwischen Ukraine und Russland sehr stark getrieben worden nach oben. Wir haben aber inzwischen ein deutlich geringeres Niveau. Und man darf nicht vergessen, wir konnten Ware zu guten Preisen verkaufen, mussten danach Dünger einkaufen für sehr, sehr viel Geld. Und das schlägt sich jetzt erst auch in den kommenden Jahren wieder, was man hier noch gar nicht so richtig sehen kann. Aber über die Jahre seht ihr ungefähr, wo ein Landwirt real letztendlich teilweise wirklich liegt. Also sie sind eher so im Bereich 45.000
Euro pro Jahr unterwegs. Und das Ganze ist jetzt hier sehr interessant. Also jetzt müssen wir ein bisschen in die Statistik reingehen. Und das eine war der Durchschnitt, aber zum anderen kann man sich auch angucken, wie ist denn tatsächlich die Verteilung der Landwirtschaft. Also wie viel Betriebe verdienen gutes Geld, wie viel verdienen schlechtes Geld, welcher Anteil kommt gerade so über die Runden. Und da können wir uns hier für jede Branche das Ganze angucken. Gartenbau hat die größte Streuung überhaupt, ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt 21, 22, beziehungsweise wenn wir uns jetzt 20 bis 22 ansehen, können wir sehen, aha, 45.000 Euro je nicht entlohnter Familienarbeitskraft wurde verdient. Das heißt, 45.000 Euro, 2.400 Stunden liegt man ungefähr bei knapp 19 Euro brutto. Davon gehen noch Steuern ab, davon muss noch getilgt werden. Nur für den Betrieb, natürlich haben die Unternehmen noch, oder beziehungsweise die Leute auch privat Wohnungen, Mieten zu bezahlen, Häuser zu bezahlen. Das private Leben geht ja trotzdem weiter, nur weil man eine Firma hat. Also, das heißt, da geht das von ab. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann hat der Median, ist ja die Hälfte der Unternehmen. Das eine ist der Durchschnitt, der andere ist der Median. Die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat 33.400 Euro verdient. Beziehungsweise die Unternehmen nicht, sondern die nicht entlohnte Arbeitskraft, die da arbeitet. Dann sind wir bei 13,91 Euro brutto, die wir hier haben. Das heißt, die Hälfte der Landwirte verdient weniger, die andere Hälfte mehr. Das ist nicht die, die angestellt sind, sondern tatsächlich die, das Ganze im Eigentum haben. Wenn wir uns dann noch angucken, dass 10% der Betriebe, der Vollerwerbsbetriebe in Deutschland, das sind ungefähr 12.000, 13.000, zahlen jedes Jahr 4.000 Euro pro nicht entlohnte Arbeitskraft, dass sie Landwirtschaft betreiben dürfen. Das heißt, wenn wir uns das mal durchrechnen, 3.390 sind es keine genau 4.000 Euro. Das heißt, jede Stunde, die sie arbeiten, zahlen sie 1,41 Euro, um Landwirtschaft zu betreiben. Das andere Viertel, 25%, also 25% erwirtschaften nur 13.595 Euro. Diese Leute verdienen dann 1,66 Euro brutto pro Stunde, die sie arbeiten gehen. Und dann haben wir die andere Hälfte. Die andere Hälfte verdient Geld in der Landwirtschaft. Das heißt, das erfolgreichste Viertel verdient 63.000 und die erfolgreichsten 10% sind bei 110.000 Euro brutto. Das heißt, die Schere ist da enorm groß zwischen Betrieben, die wirklich Geld verdienen und Betriebe, die kaum Geld verdienen. Ich glaube, man kann dazu sagen, dass mindestens die Hälfte der Landwirtschaft zu wenig Geld verdient. Denn immerhin tragen sie ein höheres unternehmerisches Risiko. Sie müssen sich selber versichern, sie müssen darauf noch Steuern bezahlen. Letztendlich sind die Kosten enorm. Und die andere Hälfte, beziehungsweise die oberen 25%, denen geht es eigentlich ganz gut. Die können damit leben. Man muss aber auch sagen, die Landwirtschaft ist da auch im Wandel. Das heißt, nicht nur wir haben ja die Familienbetriebe, sondern wir haben auch die Großgesellschaften, die wirklich Gewinne erzielen, weil die mit Eigenkapital arbeiten, weil die mit Geld aus der Industrie kommen, was nicht in der Landwirtschaft verdient wurde, was aber ihr Eigenkapital immens erhöht und damit auch ihre Wirtschaftlichkeit. Und dann kommen wir noch zum weiteren Punkt, und das könnte eigentlich der letzte Punkt sein für dieses Video, und dann reicht das auch schon mit dem Zahlenhagel. Wenn wir uns alle Betriebe angucken und gucken uns die Direktzahlen, die Subventionen an, dann ist das im Prinzip eigentlich erschütternd, dass fast 40% des Einkommens aus den Direktzahlungen kommen. Das heißt, diese Branche ist sehr, sehr davon abhängig, dass sie Subventionen bekommt. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für eine freie Marktwirtschaft, denn dort wird anscheinend sehr, sehr stark eingegriffen. Und da sieht man eigentlich auch, wie wichtig das Ganze ist. Dazu ist aber auch noch zu sagen, diese Subventionen werden mit in die Gewinne eingerechnet. Das heißt, die gibt es nicht on top, wie viele das einen verkaufen wollen, sondern die sind in der Bilanz integriert. Das heißt, mache ich hohe Gewinne, zahle ich auch einen hohen Anteil an Steuern, ja, und führe das dem Markt zurück. Und Betriebe, die wir eben gesehen haben, eigentlich jede Stunde noch Geld dazu zahlen, damit sie Landwirtschaft betreiben dürfen, denen kommt es natürlich eher zugute, denn Gewinne werden die wohl kaum versteuern, wenn sie Minus machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, das heißt, auch da hat man gewissermaßen eine Umverteilung. Und dann
sieht man oder findet man ja auch häufig, dass die Landwirtschaft zu den größten Subventionsträgern in der Branche gehört. Und so muss man auch sagen, das ist tatsächlich nicht so. Kann ich euch einmal kurz anreißen. Auch da findet man, muss man sagen, verschiedene Zahlen, wie hoch die Förderung ist. Man findet von der Landwirtschaft immer um die 6 Milliarden. Ich habe auch 4 Milliarden gefunden. In Zukunft, ab dieses Jahr, soll es um die 3 Milliarden sein, die nach Deutschland fließen. Aber wenn wir alleine uns die Zahlen mal über die Förderung in Deutschland angucken, ist es für Verkehr 16 Milliarden Euro, für Wohnungswesen 6 Milliarden, Finanzhilfen, Steuervergünstigung 6 Milliarden. Energie aktuell 5 Milliarden, ist aber anscheinend dieses Jahr auf ein Rekordniveau von 20 Milliarden als Förderung. Nur um anzureißen. Der Staat gibt Förderung und nimmt sie auch wieder weg, will Dinge fördern und nimmt es wieder weg. Also generell ist das kein Indikator für einen guten freien Markt. Es hat aber auch viele Probleme. Das heißt, jetzt zu sagen, okay, wir nehmen die Direktzahlung weg, es herrscht der freie Markt, ist eine ziemlich schwierige Situation, denn um uns rum, alle anderen Länder in der EU bekommen es ja noch, und es ist ja auch eine Verteilung von der EU, nicht von Deutschland, sondern von der EU. Klar geht da unser Geld hin und kommt wieder zurück, aber es ist ja von der EU geregelt. Das heißt, wir stehen hauptsächlich in Konkurrenz in erster Linie mit den Ländern um uns rum, Frankreich, Belgien, Polen. Und dort ist es ja so, versucht man so ein bisschen zu schauen, dass das Ganze wettbewerbsfähig bleibt und ungefähr gleich. Wenn es bei uns wegbricht, kauft der Markt natürlich in den Ländern ein, wo es günstiger ist. Und das würde die Konkurrenz oder beziehungsweise die untere Hälfte der Landwirtschaft komplett auslöschen. Ja, weil die sind da wirklich am meisten von angewiesen. Das ist wirklich eine Thematik, wo sich Ökonomen, Agrarökonomen richtig den Kopf zerbrechen, wie man das in Zukunft besser regeln kann. Manchmal habe ich persönlich das Gefühl, dass damit aber auch so ein bisschen das Druckmittel genommen worden wäre. Das heißt, man kann uns dann ja gar nicht mehr unter Druck setzen. Wir müssen das und das machen, damit wir das und das bekommen. Das ist ja aktuell der Fall. Das ganze Thema ist aber eigentlich riesig und für jeden Sektor und für jede kleine Zahl, die wir hier zeigen, kann man eigentlich stundenlang diskutieren und hat immer ein Für und ein Wider. Sich das einfach darzustellen und sagen, wir verzichten jetzt darauf, hat ja riesige Auswirkungen. Wie sind die Gelder beim Verbraucher? Wie kommt es an? Wie hoch? Was macht das auf dem Arbeitsmarkt? Weil immerhin arbeiten ja trotzdem noch knapp 1 Million Menschen in der Landwirtschaft. Direkt, nicht nur vor- und nachgelagerter Bereich, sondern direkt. Was macht das damit? Wie schnell fällt dann das Land in den Händen von den Firmen, die mit ganz viel Kapital arbeiten oder von Privatinvestoren? Das sind ja alles Fragen, die ganz schwer zu beantworten sind und die momentan ja extrem losgetreten werden. Und vielleicht noch abschließend, der Landwirtschaft geht es aber auch so ein bisschen um die allgemeine Situation und deswegen machen auch so viele Unternehmer momentan mit. Viele Unternehmer merken das auch. Es bleibt ja immer weniger zurück, die Auflagen werden immer mehr, die Bürokratie wächst immer mehr. Die Stimmung allgemein in den Unternehmen ist ja nicht mehr so gut. Kann man ja ganz offen sagen, große Firmen wandern ab, richtig, richtig große Firmen wandern ab. Wir als Landwirte können das zum Beispiel gar nicht. Und auch die Stimmung in der Bevölkerung ist gar nicht so gut, denn obwohl 4.100 Euro brutto das Durchschnittsgehalt ist, kann sich doch gar keiner beschweren. Und genauso dasselbe ist ja der Punkt in der Landwirtschaft. Auch wenn momentan Zahlen durch die Medien geistern, das ist der Durchschnitt, kann sich doch gar keiner beschweren. Gibt es aber immer noch eine Hälfte, die deutlich weniger verdient. Und dann muss man ja am Ende sagen, was ist am Ende wichtig? Brauchen wir die landwirtschaftliche Kultur? Wollen wir das einfach nur noch so haben? Dass viele Landwirtschaftsbetriebe mit Herz und Hand das Ganze hier machen? Oder wollen wir letztendlich, dass das ganze Land oder beziehungsweise die ganzen Betriebe nur noch von ein paar Großkonzernen geführt werden und dann hat sich das? Ja? Also das ist im Prinzip die Frage, die ich mich nicht nur stelle, wo geht die Zukunft hin, sondern auch ganz viele Landwirte. Wo werden wir in Zukunft sein? Und Fakt ist, wenn jetzt Landwirte aufgeben, viel Land davon landet auch in den Händen von Investoren. Gut, das sollte erstmal gewesen sein. Viel zu lange geredet. Wichtig ist, Leute, das sind Rundungszahlen, das sind etwa Themen, wie steuerlich genau bei jedem einzelnen Betrieb aussieht. Da beschäftigt sich der Steuerberater mit und der Steuerberater sitzt da auch Tage und Stunden lang.
Das heißt, das, was wir hier in 3 Minuten in einem Video abhandeln, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber generell klappt das ganz gut, wenn man sagen kann, das vom Brutto ist ungefähr die Hälfte, was man an Netto erhält, in Netto erhält, denn die Abzüge, Abgaben sind überall da. Das heißt, damit kann man schon immer ganz gut rechnen. Und auch von einem privaten oder von einem normalen Mitarbeiter brutto zu netto mit Arbeitgeberumlagen ist man ungefähr bei der Hälfte, was am Netto letztendlich ankommt. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ist ein schwieriges Thema. Ich möchte in erster Linie immer Landwirte oder ich möchte Menschen mit Landwirtschaft begeistern und hoffe, dass da machen wir auch in den zukünftigen Videos mit. Aber das hier ist auch ganz wichtig, dass viele Leute erfahren, wie es eigentlich zahlentechnisch wirklich aussieht. Wie gesagt, ist ein Riesenzahlenwerk. Leute, bis dann. Ciao, ciao.